So, guten Morgen. Ich bin jetzt hier am Fjord in Gudvangen in Norwegen und mein Plan ist jetzt 2-3 Tage mit dem Packraft hier den Fjord entlang zu paddeln. Und da ich diesmal sehr viel Gepäck dabei habe, ich mir diesen Trolley besorgt, noch kurz zuvor. Mir tut der Rücken schon ein bisschen weh von den letzten Touren und diesmal habe ich 30 Kilo dabei. Ja, diesen kleinen, praktischen, faltbaren Trolley. Ja, was für ein Traum hier jetzt auf dem Nærøyfjorden in Norwegen. Wow, das ist gerade echt traumhaft mit dem Wetter. So, der Wind hat aufgefrischt, er kommt jetzt leider von vorne. Ich muss mich jetzt hier durch den Gegenwind arbeiten, aber die Landschaft enthält natürlich, es ist wunderschön hier. Mensch, hier hinter mir ist ja ein Top-Zeltplatz. Wie man sieht, sind ja schon einige Zelte hier. Ich glaube, es sind ein bisschen zu viele Zelte für mich. Da stelle ich mich jetzt nicht noch dazu. Es ist jetzt so 16 Uhr, es ist nur bestimmt 3 Stunden hell hier im Fjord. Ja, Wetter ist noch schön, also dann paddel ich lieber noch ein bisschen auf dem Fjord. Ja.
Ja, langsam könnte hier mal ein Plätzchen auftauchen zu meiner rechten Seite, damit ich da mein Zelt aufschlagen kann. Ich bin ja schon müde. Ja. Aber hier ist alles Felsen. Oh. Also es ist total windstill, aber vor mir haben sich jetzt diese Wellen, diese kleinen Wellen aufgebaut. Das ist jetzt die Zeit, wo die Flut kommt. Das heißt, der Fjord füllt sich wieder mit einem höheren Wasserstand und jetzt dagegen paddeln, das ist auch nicht so toll. So, jetzt bin ich an der Stelle, wo sich die beiden Fjorde treffen. Der Aulandsfjorden und von dort bin ich ja gekommen. Ja, es war gar nicht geplant, jetzt noch so weit zu paddeln. Jetzt schon über 20 Kilometer unterwegs. Aber ja, ich habe da nichts gefunden in dem Fjord noch zum Campen. Ich hätte da schon vor 10 Kilometer anhalten müssen. Aber es ist jetzt hier ruhig und es ist einfach noch eine schöne Atmosphäre. Ich werde jetzt in den Angenfjord reinpaddeln, in den Aulandsfjord. Und irgendwann wird da noch was kommen. Um diese steilen Felsen herum. So, ich denke, ich habe mein Plätzchen für heute Nacht gefunden. So, nur Seetang hier, leider kein schöner Strand zum Anlanden. Aber dafür kann man das Boot über die Algen einfach rutschen lassen. Und jetzt ist ja noch Low Tide, also über Nacht wird sich ja der Wasserspiegel noch 1,5 Meter nach oben verlagern. Und dann sollte ich morgen einfacher ins Boot reinkommen, wenn hier überall Wasser ist. Oh, dann muss ich natürlich das Boot erstmal so weit wie möglich nach oben ziehen. Oh. Ja, da hat jemand irgendwie mal diese Steine aufgeschichtet. Vielleicht war da mal eine Hütte oder es war einfach nur so ein Stall für Ziegen. Da stelle ich mein Zelt rein. Gucke ich da noch in den roten Abendhimmel. Ja. Langer Tag.
Ja, das ist mein Lager hier, wo ich letzte Nacht gezeltet habe. Es war nicht leicht, eine flache Stelle zu finden. Ich habe lange suchen müssen und bin ja dann hier in den zweiten Fjord, in den Aulandfjord gelandet. Und ich hatte natürlich hier den Blick raus. Boote waren gestern auch nicht mehr draußen. Ja, war ich hier komplett allein. Super. So, und das ist der Platz Stocker. Da habe ich gerade Pause gemacht. Da kann man offiziell zelten. Da hätte ich dann gestern noch hingemüsst, aber das habe ich nicht mehr ganz geschafft. Aber mein Spot, der war top. Ja, bin ich zu sehr damit über den Strand damit geschliffen. Hat sich die Finne hier gelöst und habe mich gewundert, warum macht das Packraft, warum fährt das Packraft jetzt im Kreis, ne? Gut, dass ich die noch hier angebunden habe. Sonst wäre die weg. Die brauche ich. Dann muss ich jetzt erstmal wieder ranmachen. Irgendwo hier eine Stelle finden, wo ich hier kurz rechts ranfahren kann. Ich glaube, da vorne geht's. Da ist ein guter Spot. So, Finn ist wieder dran. Die Fahrt kann weitergehen. Ah. Echt gut, dass ich die noch gesichert habe mit der Schnur, sonst wäre die jetzt weg. Das sind gerade die Wellen hier von der Fähre. Ja, ganz schöne Brandung. So, also hier im Schatten ist schon ziemlich kühl. Jetzt bin ich schon eine Weile im Schatten, habe ich mir die Jacke angezogen. Und vorhin, heute Morgen war ich in der Sonne und habe ich immer gesehen, da hinten ist Schatten. Möchte ich unbedingt in den Schatten, weil es war mir zu heiß in der Sonne. Und jetzt will ich wieder in die Sonne, aber da um die Ecke, da sollte die Sonne wieder direkt auf meiner Seite scheinen. Ich will hier nicht zu sehr in der Mitte vom Fjord paddeln. Ja, ich bleibe lieber hier am Rand. Auch wenn ich mich da nicht irgendwie wirklich retten kann. Aber ich kann mich da wenigstens noch an einem Felsen festhalten, wenn das Boot untergeht. Aber da mitten auf dem Fjord, da fahren ja auch die Speedboats da. Da fährt auch gerade eins vorbei. Und die machen auch ganz schön Wellen. Ja. Yeah, zurück zur Sonne. Mann, das ist ja hier. Wow. Oh, gleich mal Jacke ausziehen. Wow. Oh.
Super. So, da drüben ist jetzt der Ort Aulandswangen und man hört schon die Straße, da geht eine Straße lang am Fjord und leider gibt es hier auf der Seite keine Stoppmöglichkeiten. Muss jetzt noch weiter paddeln bis zum Rastplatz oder Zeltplatz, wo ich heute bleibe. Das sind noch 3 oder 4 Kilometer. Ja. Ich lege mich einfach hier schlafen. Ah. Ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht einpenne auf dem Packraft. Mann, das schaukelt gerade so gemütlich. Die Sonne scheint. Oh. Okay. Weiter paddeln und nachher auf der Wiese pennen. Ah. So, vor mir, da sieht man jetzt hier einen steinigen Strand, da kann ich anlegen und da oben ist eine ebene Fläche. Das sieht nach einem guten Rastplatz bzw. Platz für die Nacht aus. Da sind ja noch viele Kajakfahrer unterwegs. Mann, wie viele sehe ich da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, fast 20 Kajaks hier. Ha. Ja, und hier ist dann mein Lager für heute. Mann. Ja, 15 Kilometer heute gepaddelt. Ja, fast die Tour komplett gemacht. Morgen noch 3 Kilometer, dann bin ich in Flam. Dann bin ich am Ende des Fjords. Ja.
Und wie man sieht, der Strand ist viel schmaler als gestern, weil jetzt der Wasserpegel gestiegen ist im Fjord. Ja. So kann ich das einziehen. Gleich geht's los zum letzten Abschnitt hier auf dem Fjord. Noch ein paar Kilometer, dann bin ich im Flam am Ende vom Aulandfjord. Und ja, das Packraft ist auch gleich aufgepumpt. Schnell ins Wasser, bevor die nächste Welle kommt. Oh. An der Fähre da. Oh. Ja, der Hafen ist hier gleich um die Ecke. Da vorne ist ja schon das Kreuzfahrtschiff im Hafen. So, die Tour ist geschafft. Ich bin hier im Hafen von Flam angekommen, nach 3 Tagen hier auf den Fjords. Ja, am ersten Tag habe ich 22 Kilometer gemacht, am zweiten Tag 15, heute nur 3. Und ja, 40 Kilometer Fjordtour, hat super geklappt, aber ich sage euch eins, nehmt lieber einen Trockenanzug. Man weiß ja nie, wenn die Luft da rausgeht aus dem Packraft und da ist gerade keiner in der Nähe. Und da sind nur Felsen und ja, das kann schon kritisch sein. Aber sonst super Tour. Ja, das große Kreuzfahrtschiff kommt jetzt gerade hier durch den Fjord. Ja, verrückt.